3 Monate lang habe ich kein Spotify benutzt, sondern mir 3 Alben gekauft und jedes davon 4 Wochen gehört. Und nichts anderes. Aber warum? Ich liebe Musik und früher habe ich Alben immer komplett am Stück runtergehört. Das ist irgendwann verloren gegangen und spätestens mit meinem heftigen Nutzen von Spotify habe ich angefangen, teilweise Songs nach 10 Sekunden wegzuklicken und Alben habe ich eigentlich gar nicht mehr gehört. Ich habe noch nie 4 Wochen lang immer das gleiche Album gehört. Deswegen hatte ich ein bisschen Respekt davor, mich für 4 Wochen auf ein Album festzulegen. Und dachte, dann mache ich es am besten so wie im Plattenladen. Ich höre immer so ein bisschen in den ersten Song rein und gucke, ob mir das Album gefällt. Und ich bin dann nach so ein paar Alben relativ schnell an den Punkt gelangt, wo ich einen Song gefunden habe, der mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt. Und das waren, glaube ich, nur 5, 6 Sekunden, die ich gehört habe. Und dann hatte ich mein erstes Album. Beim allerersten Hören war es tatsächlich schwierig, nicht zu skippen, weil ich das schon so drin hatte, einen Song zu skippen, wenn er mir nicht so gefallen hat. Und bei Mark Kozelek war das Gute, dass er so eine assoziative Stimme, dass er eigentlich eine ruhige Stimme hat, aber so assoziative Texte hat. When I was a kid, I read the Satanic Bible. I was bored, got it at the mall in Ohio. When I was older, I moved out to the Bay and at a music store. Hey, I met Anton LaVey. Also habe ich schon gemerkt, wenn ich mich jetzt drauf einlasse und ein bisschen ruhig an die Sache rangehe, ist es nicht so schlimm, auch mal einen Song auszuhalten. Ich habe am Anfang tatsächlich nicht so viel auf die Texte geachtet, weil ich die Musik meistens in der U-Bahn und irgendwie auf dem Weg zur Arbeit höre oder beim Einkaufen. Aber da ich das Album wieder und wieder hörte, fing ich immer mehr an, genau auf die Texte zu achten. Und auf einmal sind so ganze Welten aufgegangen. Also die ganzen Dinge, die Mark Kozelek erzählt, diese hypnotischen Bilder, die er erschafft, und auch wie er Orte beschreibt. Und wie tief emotional das auf einmal werden kann. Der gleiche Song, den ich am Anfang irgendwie beim Gurkeneinkaufen nebenbei gehört habe, hat dazu geführt, dass ich stehen geblieben bin, um diesen Song hören zu können. Und ich höre das Album immer noch wahnsinnig gerne und ich habe mir, glaube ich, jetzt fast alle Mark Kozelek-Alben gekauft. Und deswegen war es irgendwie am Ende des ersten Monats fast schwierig, dieses Album loszulassen und sich auf was Neues einzulassen, weil ich hatte mich so schön gewöhnt an dieses warme Mark Kozelek-Album. Im 2. Monat kam zum Glück Gamma von Future raus und ich hatte mich schon ziemlich gefreut auf das verspielte Virtuose. Gleichzeitig habe ich aber am ersten Tag, an dem ich angefangen habe, Gamma zu hören, ziemlich unangenehme Post bekommen. Und zwar wollte mich eine Produktionsfirma aus absurden Gründen verklagen. Und neben dem Brief gab es auch viele Telefonate, immer wieder Anrufe, immer wieder Gespräche mit der Produktionsfirma. Und die Gewissheit, dass das ein Problem ist, was sich nicht einfach klären lässt und das meine Existenz in gewisser Art und Weise bedroht. Diese unangenehmen Gefühle habe ich leider mit in das Album von Future genommen. Ich habe immer wieder die Songs gehört und gleichzeitig an diesen drohenden Rechtsstreit und die ganzen Schwierigkeiten gedacht, die sich irgendwie nicht lösen ließen. Und so wurde ein wunderschönes Album für mich so ein bisschen ein Albtraum, weil immer wenn ich die Songs angemacht habe, um von der Realität zu entfliehen und dem ganzen bedrückenden Kram, habe ich mich damit doppelt konfrontiert gesehen. Der einzige Song auf dem Album, der davon nicht betroffen war, war aus irgendwelchen Gründen This Is Not Worth It. Also habe ich den quasi den ganzen Monat gehört. Und was irgendwie auch für den Song spricht, ist, dass es der Song war, den ich an dem Tag gehört habe, als es dann endlich zu einer Einigung und zu einem Vergleich kam und dieser ganze bekloppte Irrsinn aufgehört hat und wir eine Möglichkeit gefunden haben, das irgendwie zu beenden. Und dann war der Monat zu Ende, This Is Not Worth It ist mitgeschwungen die ganze Zeit und ich bin in den nächsten Monat gefallen.
Nach der also ein bisschen stressigen Musikerfahrung kaufte ich danach super spontan das Album Ours is Chrome von der mir absolut unbekannten Band Superheaven, einfach weil ich das Cover mochte. Das war der wahrscheinlich blindeste Kauf von allen. Und das war ein Album, was ich während der Vorbereitungszeit zu unserem Dreh von In bester Verfassung gehört habe. Das heißt, ich war lange in Autofahrten in wunderschönen ländlichen Landschaften und hatte das allererste Mal ein bisschen das Problem, dass ich nicht so einen starken emotionalen Zugang gefunden habe. Es hat Spaß gemacht, die Songs zu hören. Ich bin vor allem an den ersten beiden Songs hängen geblieben. Aber was da ganz anders war, war, dass die Stimme sich super krass mit der Musik vermischt hat und ich die Texte oder die Stimme nicht so präsent wahrgenommen habe und dadurch nicht so eine emotionale Bindung zu der Musik aufgebaut habe. Spannend war tatsächlich aber, dass ich angefangen habe, auf Songstrukturen auf einmal total penibel zu achten, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Also wann kündigt der Bass oder die Gitarre oder die einzelnen Elemente welchen Wechsel an? Ich bin total in die Songs reingegangen, habe die so filetiert, weil das für mich so ein Wust war, durch den ich erst nicht durchdringen konnte. Und als ich angefangen habe, so mich auf diese Wechsel zu konzentrieren, hat auch das Album auf einmal totalen Spaß gemacht. Als die 3 Monate vorbei waren und ich endlich wieder alles hören konnte, habe ich trotzdem erstmal eine Woche lang nur Mark Kozelek gehört. Der ist irgendwie am nachhaltigsten bei mir geblieben und ich habe erstmal alle Alben gehört, die der Typ rausgebracht hat. Der hat ja auch 3 Pseudonyme, das heißt, ich hatte erstmal 9 Alben vor mir. Und das war geil und die höre ich bis jetzt. Und in der zweiten Woche, als ich im Schnitt von In bester Verfassung saß und Songs raussuchen musste für den Soundtrack, ist mir aufgefallen, dass ich nicht einfach Songs raussuche, sondern immer, wenn ich einen Song gefunden habe, der mir Spaß macht, habe ich das Album gehört und ich habe das Album gekauft und ich habe einfach mal so viel Geld für Musik ausgegeben in diesem Monat. Und das war toll, weil ich viel tiefer in die Materie gekommen bin, weil ich angefangen habe, Songs, die ich schon kannte, auch anders zu verstehen. Das war total verrückt, weil ich sie bewusster wahrgenommen habe. Und das war's. Das war's tatsächlich. Hier findet ihr noch weitere Videos und wenn ihr generell mehr Bock auf solche Experimente habt, sagt gerne mal Bescheid. Ich habe noch ein paar andere gedreht, die sind gerade im Schnitt. Das ist nämlich ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte. Und ich freue mich über eure Kommentare. Bis ganz bald.